Gerade jetzt, während du dieses Video ansiehst, befindet sich in deinem Hintergarten ein Gast. Irgendwo zwischen dem Gras gräbt wahrscheinlich ein kleines, niedliches Lebewesen die Erde um. Ein Tier, das schon immer in deinem Garten gelebt hat, das du aber wahrscheinlich noch nie gesehen hast. Das Einzige, was du siehst, ist der aufgeworfene Erdhaufen. Wenn du nachts deinen Kopf auf das Kissen legst, beginnt draußen sein Arbeitsleben und am Wochenende glättest du wahrscheinlich verärgert und schimpfend die kleinen dunklen Erdhaufen, die es hinterlassen hat. Du weißt, wer sie gemacht hat, aber du hast dieses Tier nie gesehen und bist ihm nie begegnet und du weißt nicht, wie das Leben unter der Erde aussieht. Und das, was sich unter dem Erdhaufen befindet, den du gesehen hast, ist kein zufälliges Durcheinander von Tunneln. Es ist eine Konstruktion mit einer Präzision, die selbst heutige Ingenieure in erstaunen würde. Ein Lebewesen mit winzigen Augen, die fast nichts sehen, hat direkt unter deinem Garten ein verborgenes zweites System errichtet, das mit den sichtbaren Erdhügeln nahezu nichts zu tun hat. Willkommen zurück bei Der Garten entschlüsselt. Bevor du weiterschaust, abonniere den Kanal und bleib dabei, damit solche Inhalte weiterhin erscheinen. Denn das, was du heute über den Maulwurf erfahren wirst, wird deine Sicht auf jeden einzelnen Erdhügel, den du ständig in deinem Hintergarten siehst, dauerhaft verändern. Schau unbedingt bis zum Ende weiter, denn dort sprechen wir über etwas, das die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang nie erfahren. Wie nah du einem Maulwurf bist, der auf derselben Fläche lebt, ohne dass du ihn jemals gesehen hast. Und warum genau das der Grund dafür ist, dass dieses System so gut funktioniert. Erstens. Die Erdhügel sind nicht das System, sondern nur Abfall. Viele Menschen halten die Erdhügel, die Maulwürfe aufwerfen, für ihre Eingänge. Man nimmt an, dass sie einem Zugang wie bei einem Fuchs- oder Kaninchenbau entsprechen. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Der Erdhaufen, den du siehst, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Erde, die der Maulwurf beim Anlegen seiner Gänge nach draußen befördert. Es ist die Erde, die er irgendwo hinschaffen muss, während er tiefer unter der Erde einen Tunnel gräbt. Die eigentlichen Gänge dieses niedlichen Tieres, die seinen Lebensraum bilden und in denen es auf Nahrungssuche geht, liegen in der Regel von wenigen Zentimetern bis weit über einen halben Meter unter der Oberfläche, also deutlich tiefer als die Stelle, an der sich der sichtbare Erdhügel befindet. Eigentlich bedeutet das Folgendes: Der Erdhaufen, den du in deinem Hintergarten siehst, zeigt dir weder den Eingang zum Zuhause des Maulwurfs, noch den Ort, an dem sich sein Lebensraum befindet. Er zeigt dir lediglich, wo sich der Maulwurf vor Tagen oder sogar Wochen aufgehalten hat und dass er damals dort entlang gekommen ist. Ein einzelner Maulwurf kann in seinem Revier ein weit verzweigtes Tunnelsystem unterhalten, das sich über viele Meter erstreckt und aus Gängen in unterschiedlichen Tiefen besteht, die wie die Stockwerke eines Gebäudes miteinander verbunden sind. Die flachen Gänge, die du als kleine Erhebungen oder Bodenwölbungen im Rasen wahrnimmst, sind lediglich Jagdtunnel, die diese niedlichen Tiere anlegen, um ihren Hunger zu stillen. Sie sind äußerst präzise angelegte Bauwerke, die direkt unter der Oberfläche verlaufen, um Regenwürmer und Insektenlarven zu fangen. Arbeiten, die eine erstaunliche ingenieurtechnische Präzision erfordern. Die Gänge unter diesen Erdhügeln wurden nur vorübergehend genutzt. Der Maulwurf gräbt deinen Hintergarten um, bleibt einige Tage dein Nachbar, ernährt sich in dieser Zeit von den anderen Lebenswesen in deinem Garten und jagt dort. Sobald die Jagd beendet ist, verlässt er dieses Gebiet und zieht weiter, um im Hintergarten anderer Menschen zum Nachbarn zu werden. Zweitens. Das eigentliche System liegt tiefer und ist dauerhaft. Jetzt verändert sich die Umgebung. Diese oberflächlichen Jagdgänge sind wie die Kapillaren im menschlichen Körper. Viele Maulwürfe besitzen jedoch ein zweites, dauerhaftes Tunnelsystem, das man mit den Hauptschlageilern des Menschen vergleichen kann. Dieses tiefer gelegene System dient nicht der Jagd, sondern dem eigentlichen Leben und dem sozialen Zusammenleben und wird genau zu diesem Zweck angelegt. Darin befindet sich in der Regel unter einem geschützten Ort, zum Beispiel unter einem Baumstumpf, einem Zaun oder einem Steinhaufen, eine zentrale Kammer, in der sich das Nest des Maulwurfs befindet, das mit trockenem Gras und Blättern ausgekleidet ist. Von diesem Zentrum aus verlaufen sternförmig Haupttunnel in verschiedene Richtungen,
tief genug unter der Erde, um weder von Frost noch von Trockenheit und auch nicht von den meisten Fressfeinden beeinträchtigt zu werden. Dieses tiefe und komplexe System wird über viele Jahre hinweg genutzt, manchmal leben sogar die Nachkommen eines Maulwurfs noch darin. Denn einen Tunnel von Grund auf neu zu graben, ist sowohl anstrengend als auch sehr energieaufwendig. Das bedeutet, wenn in deinem Garten über viele Jahre hinweg immer wieder an ähnlichen Stellen regelmäßig Erdhügel erscheinen, dann werden sie wahrscheinlich von den Nachkommen deines unter der Erde lebenden Gartennachbarn aufgeworfen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass du eine ganze Reihe verschiedener Tiere beobachtest, die über Generationen hinweg am selben Ort gelebt haben. Drittens. Ein Organ, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben. Der Maulwurf ist funktionell gesehen nahezu blind. Seine Augen sind sehr, sehr klein und außerdem von Fell bedeckt, denn unter der Erde gibt es kein Licht und somit auch keine Umgebung, die es wert ist, gesehen zu werden. Aber an die Stelle des Sehsinns tritt eines der bemerkenswertesten Sinnesorgane des gesamten Tierreichs. Ja, genau wie du es wahrscheinlich vermutet hast. An der Spitze seiner Nase befinden sich tausende winziger, äußerst empfindlicher Tastrezeptoren, die als Eimerorgane bezeichnet werden. Diese Rezeptoren reagieren nicht nur auf Berührungen, sondern auch auf die Feuchtigkeit der Luft sowie auf kleinste Druckveränderungen, Erschütterungen und sämtliche Veränderungen im Boden. Sie arbeiten so schnell, dass der Maulwurf allein anhand der Schwingungen im Erdreich sogar die Art seiner Beute erkennen kann. Innerhalb weniger Sekunden entscheidet er, ob sich dort Beute befindet oder nicht und kann seine Beute so schnell ergreifen, dass sie kaum Zeit hat, überhaupt zu reagieren. Forscher, die diese Reaktionszeiten mit Hochgeschwindigkeitskameras gemessen haben, entdeckten, dass der Sternmull, ein naher Verwandter des europäischen Maulwurfs, eine Beute innerhalb von etwa 250 Millisekunden erkennen und fangen kann. Das ist schneller, als ein Mensch nach einem einzigen Lidschlag ein Bild verarbeiten kann. Der Maulwurf lebt in einer Welt ohne Bilder, verirrt sich jedoch niemals in seinem kilometerlangen Tunnelsystem, weil er sich mittels einer detaillierten Karte aus Druckreizen, Gerüchen und Berührungen orientiert. Viertens. Die Speisekammer, von der fast niemand weiß. Ja, der vielleicht erstaunlichste Teil dieses Systems, das wir gerade kennengelernt haben, ist eine Kammer, die wie eine Vorratskammer für Nahrung dient. Maulwürfe fressen die Regenwürmer, die sie fangen, nicht sofort, sondern versetzen den Regenwürmern mit einem einzigen Biss einen Stich, der ihre Muskeln lähmt. Der durch den Biss bewegungsunfähig gewordene, aber weiterhin lebende Regenwurm wird anschließend, fast so, als würde man Lebensmittel in einen Kühlschrank bringen, in spezielle Kammern innerhalb des Tunnelsystems transportiert. Dort wird er aufbewahrt und gelagert, um später gefressen zu werden. Bei einer Untersuchung wurde auf einer Insel festgestellt, dass in einer solchen Kammer mehr als 1000 Regenwürmer gelagert wurden. Maulwürfe zeigen dieses Verhalten, um während schwieriger Wetterbedingungen oder wenn sie sich vor Feinden verstecken müssen, nicht zu verhungern. Die Lähmung tötet die Regenwürmer nicht, sondern ermöglicht es sie, wie frische Nahrung aufzubewahren. Diese Vorratskammern legen Maulwürfe in der Regel im tiefsten Teil ihres Tunnelsystems an. Für andere Lebewesen sind sie dort nahezu unerreichbar. Sie befinden sich niemals in den oberflächlichen Jagdgängen, also nicht in der Nähe der Erdhügel, die du siehst. Das bedeutet, genau jetzt könnten sich unter deinem Rasen, ohne dass an der Oberfläche auch nur die kleinste Spur sichtbar ist, hunderte gelähmte, aber immer noch lebende Regenwürmer befinden, die darauf warten, gefressen zu werden. Fünftens. Warum du ihn fast nie lebend siehst und was das bedeutet. Der Maulwurf verbringt den allergrößten Teil seines Lebens unter der Erde. Das angelegte Tunnelsystem wird nur in sehr seltenen Ausnahmefällen verlassen. So kommen beispielsweise junge männliche Maulwürfe an die Oberfläche, um sich ein neues Revier zu suchen und verbringen dort nur sehr kurze Zeit.
Für die meisten Gartenbesitzer bedeutet das Folgendes: Du lebst Seite an Seite mit einem Tier, das ständig aktiv ist, jeden Tag fast sein eigenes Körpergewicht an Nahrung aufnehmen muss, um zu überleben, und das du trotzdem niemals mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Dabei unterhält dieses Tier, gemessen an seiner Körpergröße, ein System, das komplizierter ist als viele von Menschen gebaute Tunnel. Die Erdhügel, die du in deinem Garten siehst, sind die einzige Botschaft, die dir dieses verborgene und komplexe Leben hinterlässt. Das Nest, die Vorratskammern, die kilometerlangen Haupt- und Nebengänge. Dieses gesamte verborgene Leben bleibt unsichtbar, solange du den Boden nicht aufgräbst und danach suchst. Und genau das macht dieses System so bemerkenswert. Es wurde nicht für dich gebaut und auch nicht dafür geschaffen, gesehen zu werden. Selbst wenn du nichts von seiner Existenz wusstest, funktionierte es völlig unabhängig weiter. Der nächste Erdhaufen, den du in deinem Rasen findest, wird für dich nicht mehr nur ein Haufen Erde sein, der beseitigt werden muss. Er ist das einzige sichtbare Zeichen einer Welt, die seit Jahren, vielleicht sogar seit Generationen, direkt unter deinen Füßen existiert. Ein Tier, das nichts sieht und dennoch alles spürt. Ein System, das niemals für Zuschauer geschaffen wurde. Und trotzdem bist du jetzt einer dieser Zuschauer. Schreib mir in die Kommentare, gibt es in deinem Garten regelmäßig Maulwurfhügel? Und hättest du gedacht, dass sich darunter ein so altes und so komplexes System befindet? Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Bis zum nächsten Video bei Der Garten entschlüsselt.